Hallo, ich bin die Amelie. Ich bin der Felix. Ich bin die Alina und wir waren heute auf der Automatica. Um ein paar Firmen zu interviewen. Viel Spaß! Game begin. Ganz ohne Vorurteile haben wir uns dem Thema Robotik und Automatisierung nicht genähert, doch durch den Messebesuch wurde uns mit Bezug auf das Thema der Horizont erweitert. Wir bringen die Roboter noch näher an den Menschen und wir geben den Roboter Fähigkeiten eines Menschen, um zum Beispiel eine einfache Interaktion oder sag ich mal, mit dem Menschen überhaupt zu gewährleisten. Das Interessante ist, dass wir in der Lage sind, mit Hilfe einer Kameratechnologie, die da oben ist, und mit Hilfe unserer Software, die Objekte, die da drin sind in den Schachteln, automatisch zu greifen. Und wir wissen vorher nicht, was für Objekte es sind. Und der Vorteil ist, ich muss die nicht vorher alle einlernen, sondern ich kann es einfach out of the box, wie man sagt, sortieren. Es geht darum, Automatisierung schneller zu machen, Automatisierung erlebbarer zu machen, und damit hat man schon mal einen kleinen Baustein erreicht. Es funktioniert so, dass man den Roboter so hat und man hat hier hinten eine Zustimmtaste und wenn man das drückt, kann man den Roboter dann beliebig programmieren, Punkte ablegen und dann die Punkte im Icon-Ablauf reinziehen. Wir haben gerade so in Südafrika ein neues Projekt wieder im Untertagebergbau, im Minenbereich. Das heißt, dort sind Gold-Diamantminen und da gibt es viele Stäube, Gase, wo der Mensch einfach, wo wir eingehen würden, sage ich ganz salopp. Aber grundsätzlich Spot kann also Treppen laufen, kann rückwärts, vorwärts über die Treppen rauf, kann enge Räume betreten, kann sich auch klein machen, kann, wenn er umfällt, sich auch selbst wieder aufrichten und kann eben durch das, dass er viele verschiedene Sensoren in sich tragen kann er sehr flexibel eingesetzt werden. Sehen Sie auch Gefahren in der Weiterentwicklung von der Robotik und Automation? Die Robotik soll in erster Linie dazu dienen, Menschen zu entlasten. Das heißt, wir möchten ja nicht irgendwie Menschen ersetzen, sondern eher Arbeiten, die schwer sind, die monoton sind, die körperlich anstrengend sind, durch Roboter ersetzt. Da sehe ich eher, dass sie unterstützende Elemente sind und nicht konkurrierende. Natürlich vertraue ich meinem System und ich finde es als eine Riesenhilfe und ich denke, es wird einiges verändern. Also in allen möglichen Bereichen. Der Roboter hier ist ein Schweißroboter. Wir können praktisch Bahnen schweißen. Also wird dann praktisch so eine ganze Bahn hier entsprechend verschweißt. Kollaborativer Roboter hat interne Sensoren. Der kann dann noch direkt mit dem Menschen zusammenarbeiten. Bei all diesen visionären Eindrücken unseres Messebesuchs ist es irgendwie auch beruhigend zu wissen, dass es den guten alten Schweißroboter auch noch gibt. Wir hatten heute einen tollen Tag und haben sehr viel gelernt. Dankeschön.